Ganz herzlich willkommen und einen guten Abend. Wir freuen uns, dass wir wieder so miteinander das Gedächtnis unseres Herrn feiern können. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der auferstandene Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. 20 Taufen, 4 von Erwachsenen, die übrigen von Kindern und alle in Todesgefahr, sind die ganze Ernte, die ich in 18 Monaten eingebracht habe. So schreibt Peter Chanel in einem Brief im Jahre 1839. Wir begehen heute seinen Gedenktag. Aus diesem Brief spricht sehr viel Resignation, und doch hatte er als Missionar viel Erfolg. Peter Chanel wurde 1803 in Frankreich geboren. Er ließ sich als Geistlicher ausbilden, trat dann 3 Jahre später bei den Maristen ein und arbeitete ab 1837 als Missionar auf der Insel Fortuna in Westozeanien. Trotz großer Anstrengungen sah er so gut wie keinen Erfolg. 4 Jahre später ließ ihn der König der Insel aus Zorn über die Bekehrung seines Sohnes und aus Angst um seine Herrschaft ermorden. Wenige Monate nach seinem Tod wurde die ganze Insel christlich. Sie ist bis heute es geblieben, sie gilt heute noch als Ideal eines christlichen Gemeinwesens. Feiern wir jetzt miteinander Eucharistie und stärken wir uns für unser Leben, besonders jetzt in unserer Krise. Und dazu singen wir 163, 5. Herr Jesus, auferstanden von den Toten, dein Kreuz ist unsere Hoffnung. Du rufst alle Menschen zum Leben. Du begleitest uns auf unseren Wegen.
Rechten des Vaters. Du sendest den Geist der Wahrheit. Der allmächtige Gott, erbarme sich unser. Erlasse uns die Sünde nach und führe uns zum ewigen Leben. Amen. Lasst uns beten. Starker Gott, Peter Chanel hat versucht, als Missionar die christliche Botschaft auf der Insel Fortuna einzupflanzen. Er wurde dabei getötet. Lass uns in diesen österlichen Tagen den Tod und die Auferstehung Christi so feiern, dass auch wir Zeugen des neuen Lebens sein können. Darum bitten wir durch ihn, Christus, unseren Herrn. Amen. Lesung aus der Apostelgeschichte. Ihr, die euch mit Herz und Ohr immer zu dem Heiligen Geist widersetzt, eure Väter schon und nun auch ihr. Welchen der Propheten haben eure Väter nicht verfolgt? Sie haben die getötet, die die Ankunft des Gerechten geweissagt haben, dessen Verräter und Mörder ihr jetzt geworden seid. Ihr, die ihr durch die Anordnung von Engeln das Gesetz empfangen, es aber nicht gehalten habt. Als sie das hörten, waren sie aufs Äußerste über ihn empört und knirschten mit den Zähnen. Er aber, erfüllt vom Heiligen Geist, blickte zum Himmel empor, sah die Herrlichkeit Gottes und Jesus zur Rechten Gottes stehen und rief: Ich sehe den Himmel offen und den Menschensohn zur Rechten Gottes stehen. Da erhoben sie ein lautes Geschrei, hielten sich die Ohren zu, stürmten gemeinsam auf ihn los, trieben ihn zur Stadt hinaus und steinigten ihn. Die Zeugen legten ihre Kleider zu Füßen eines jungen Mannes nieder, der Saulus hieß. So steinigten sie Stephanus. Er aber betete und rief: Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Dann sank er in die Knie und schrie laut: Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht an. Nach diesen Worten starb er. Saulus aber war mit dem Mord einverstanden. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. 332. Die ganze Welt Herr Jesu Christus. Die ganze Welt, Herr Jesu Christ, Halleluja, Halleluja. In deiner Burschen König ist, Halleluja, Halleluja. Das himmlisch Heer im Himmel singt, Halleluja, Halleluja. In Christen alle auf Erden ist, Halleluja, Halleluja. Jetzt grünet, was nur grünen kann. Halleluja, Halleluja. Ich wollte so grünen von der Hand. Halleluja, Halleluja.
Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes. Ehre sei dir, o Herr. In jener Zeit sagte die Menge zu Jesus: Welches Zeichen tust du, damit wir es sehen und dir glauben? Was tust du? Unsere Väter haben das Manna in der Wüste gegessen, wie es in der Schrift heißt. Brot vom Himmel gab er ihnen zu essen. Jesus sagte zu ihnen: Amen, Amen, ich sage euch. Nicht Mose hat euch das Brot vom Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das wahre Brot vom Himmel. Denn das Brot, das Gott gibt, kommt vom Himmel herab und gibt der Welt das Leben. Da baten sie ihn: Herr, gib uns immer dieses Brot. Jesus antwortete ihnen: Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungern. Und wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Los sei dir, Christus. Guter Gott, du trägst viele Gesichter und Namen. Wir bitten dich. Bestärke uns darin, die Fehler der Vergangenheit zu erkennen und aufzuarbeiten und lass uns ständig unser Leben erneuern. Wir bitten dich, erhöre uns. Ermutige unsere Politiker, dass sie sich verantwortungsbewusst und entschieden dafür einzusetzen, dass es auf unserer Erde gerecht zugeht. Wir bitten dich, erhöre uns. Erhalte den Frauen in den armen Ländern, die ihre Familien erhalten müssen und oft überfordert sind, ihre Gesundheit und den guten Mut. Wir bitten dich, erhöre uns. Verhilf uns zu einem aufrichtigen christlichen Leben und gib, dass wir es uns nicht auf Kosten der sozial Schwächeren gut zugehen lassen. Wir bitten dich, erhöre uns. Guter Gott, Ehrlichkeit und Treue sind in unserer Gesellschaft immer seltener anzutreten. Bestärke uns in diesen Tugenden. So können wir von dir und einer guten Botschaft Zeugnis ablegen. Dir sei Lob und Ehre, heute und jeden Tag. Amen. So kam und das Brot, das wir teilen, 470. 470. Wenn das Brot, das wir teilen, als Rose blüht, und das Wort, das wir sprechen, als Liebe wird, dann hat Gott unter uns schon sein Haus gebaut, dann wohnt er schon in unserer Welt. Ja, dann schauen wir heute schon sein Angesicht in der Liebe, die alles umfällt. In der Liebe, die alles umfällt. Wenn das heutige Samen uns Christus zeigt und die Not, die wir lieben, zur Freude wird, dann hat Gott unter uns schon sein Haus gebaut,
in der Liebe, die alles umfällt, in der Liebe, die alles umfällt. Allmächtiger Gott, nimm die Gaben an, die wir dir in österlicher Freude bereitet haben. Du hast uns Grund zur Freude gegeben. Erhalte sie in uns, bis wir einmal unser Leben ganz vollenden dürfen in dir, dem guten Gott, der du lebst und herrschst in Ewigkeit. Amen. Zum Sanctus 198. 198. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Erhebet die Herzen. Wir haben sie, Herr. Lasset uns danken, dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. Wir danken dir, Vater im Himmel, und rühmen dich durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn erstehen die Kinder des Lichtes zum Leben. Durch ihn wird uns das Tor des himmlischen Reiches geöffnet. Denn unser Tod ist durch seinen Tod überwunden. In seiner Auferstehung ist das Leben für alle erstanden. Durch ihn preisen wir dich in österlicher Freude und stimmen mit ein in das Lob deiner Herrlichkeit und singen. Heilig ist du, großer Gott, heilig Herr und Sebaoth, Säulen deiner Herrlichkeit, Himmel singt und Erde, Lob und Preis durch alle Zeit, dir, o höchster Herr. Der kommt vom lieben Thron, er sei hochgepriesen, ewig seinen Gottes Sohn, der uns Dank erwiesen. Wir preisen dich, heiliger Vater, denn groß bist du, und alle deine Werke künden deine Weisheit und Liebe. Uns Menschen hast du nach deinem Bild geschaffen und uns die ganze Welt anvertraut. So sehr hast du die Welt geliebt, heiliger Vater, dass du selbst Mensch geworden bist in Jesus Christus, geboren von Maria. Er hat wie wir als Mensch gelebt, in allem uns gleich. Den Armen verkündete er die Botschaft vom Heil, den Gefangenen Freiheit, den Trauernden Freude. Er hat sogar den Tod auf sich genommen. Durch seine Auferstehung aber ist der Tod bezwungen und das Leben neu geschaffen. Damit wir dich und ihn immer wieder in unserer Mitte auch erfahren dürfen, hat er am Abend vor seinem Sterben dieses Mahl eingesetzt. Und so bitten wir dich, Vater, der Geist heilige diese Gaben, damit sie uns werden, Leib und Blut unseres Herrn Jesus Christus, der uns die Feier dieses Geheimnisses aufgetragen hat, als Zeichen des ewigen Bundes. Da er die Seinen liebte, die in der Welt waren, liebte er sie bis zur Vollendung. Und als die Stunde kam, da er von dir verherrlicht werden sollte, nahm er beim Mahl das Brot und sagte Dank, brach das Brot, reichte es seinen Jüngern und sprach, nehmt und esst alle davon. Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch mit Wein, dankte wiederum, reichte den Kelch seinen Jüngern und sprach: Nehmt und trinkt alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in die Herrlichkeit. Darum, du guter Vater, feiern wir unsere Erlösung. Sieh her auf diese Gabe, die du uns selber bereitet hast, und gib, dass alle, die daran Anteil erhalten, auch ein Leib werden im Heiligen Geist, eine lebendige Gabe in Christus zum Lob deiner Herrlichkeit. Herr, gedenke aller, für deren Heil wir das Opfer darbringen. Wir bitten dich für unseren Papst Franziskus, unseren Bischof Christoph, die Gemeinschaft der Bischöfe, für unsere Priester, Diakone, alle Ordensleute und für alle, die zum Dienst in der Kirche bestimmt sind, für alle, die hier Gaben spenden, für die hier und bei YouTube auf Live versammelten Gemeinde, für dein ganzes Volk und für alle Menschen, die mit lauterem Herzen dich suchen. Wir empfehlen dir auch jene, die im Frieden Christi eingehangen sind und alle Verstorbenen, um deren Glauben niemand weiß als du. Gütiger Vater, gedenke, dass wir deine Kinder sind und schenke uns allen das Erbe des Himmels in Gemeinschaft und der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit heiligen Josef, mit deinen Aposteln und mit allen Heiligen. Und wenn die ganze Schöpfung von der Verderbnis der Sünde und des Todes befreit ist, lass uns zusammen mit dir dich verherrlichen in deinem Reich durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Beten wir miteinander zum guten Vater im Himmel. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern, und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von den Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Unser Tagesheiliger, der heilige Peter Scharnellens, sah wenig Erfolg in seiner Arbeit. Es ist ganz einfach, da nicht aufzugeben. Es gibt viele Situationen, wo sich der Erfolg nicht gleich einstellt. Wir müssen da dranbleiben, vor allem was den Frieden betrifft. Das ist ja manchmal, wenn wir uns in der Welt umschauen, ja, sehr trostlos.
Aber als Christen sind wir doppelt gefordert, da dran zu bleiben. Und der Auferstandene, der bestärkt uns darin, er hilft uns, er schenkt uns seinen Frieden. Der Friede des Herrn sei alle Zeit mit euch. Und mit deinem Geiste. Lamm Gottes, Du bist hinweg die Sünde der Welt. Erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt. Erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt. Gib uns deinen Frieden. seht Jesus Christus, den auferstandenen Herrn, der unter uns ist in dieser heiligen Feier. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Sind wir mit Christus gestorben, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden. Vierhundertneunundachtzig. Lasst uns loben und freudig rufen. Lasst uns loben, freudig rufen, Gott im Himmel unser Gott, unser wunderbarer Gott, der uns aus der Schuld befreite, mit der neuen Lebensweise uns zu seinem Volk setzt, der im Glauben uns begründet,
wir so in seinem Namen und durch ihn zum Leben kamen und eigentlich wunderbar, dass wir allen Zeugnis geben, die da sind und noch nicht leben, sich betrügen mit dem Schein. Lasst den Blinden unseren Augen, Herz und Zunge aus dem Glauben, aus der Liebe Zeugen sein. Lasst uns beten. Ewiger Gott, du hast uns durch Ostern erneuert. Wende dich uns immer wieder voll Güte zu und bleibe bei uns, bis wir einmal mit verklärtem Leib zum unvergänglichen Leben auferstehen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Dankeschön für die Mitfeier, allen, die auch jetzt über YouTube dabei waren. Ich wünsche einen guten Abend, wünschen wir beide und noch eine gute, erfüllte Osterzeit. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Es segne euch der dreieine Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Geht hin in Frieden. Halleluja. Halleluja.